Wie bitte? Hier soll unser Holzhaus stehen. Das dachten sich Caro und ihr Mann, als sie das erste Mal hier standen. Ihr müsst euch vorstellen, ein trapezförmiges Grundstück, ein Lückengrundstück und auf der einen Seite nur 6 Meter bebaubare Fläche. Wie soll das gehen? Ja, dass es eben doch geht, das zeige ich euch heute zusammen mit Bauherrin Caro. Und es ging nicht nur, sondern hier ist tatsächlich das Traumholzhaus der Familie entstanden. Tja, wow, Caro. Also alles Holz, man sieht es direkt. Ihr habt damals das Grundstück gesehen und habt gesagt, nee, also unser Haus, da drauf, wie soll das gehen? Genau, so ähnlich war es. Also das war eine Straße, eine Zufahrtsstraße. Und wir haben das gesehen und haben gedacht, okay, wie soll da jemals überhaupt ein Haus drauf passen? Das war super schmal. Das Baufenster war klein, also wir reden hier von 6 Metern. Für uns war dann ganz schnell klar, dass wir das mit einem Architekten umsetzen müssen, weil einfach so Standardgrundrisse oder Standardmaße von Häusern hier einfach nicht gepasst haben und es auch schwer umzusetzen war. Und dann sind wir zu einem Architekten gegangen und haben gesagt, okay, das ist unser Grundstück, plan uns da mal was drauf. Und ihr habt wie viel Quadratmeter jetzt? 157. Okay, und wie geht es auf diesen Grund? Also zum einen haben wir vorne zur Straße eben diese fast 30 Meter Grundstück. Da haben wir uns eben mit dem Carport, das haben wir so ein bisschen abgetrennt. Und nach hinten wird es immer schmäler. Und wir reden dann von 10 Metern an der Südseite tatsächlich. Und wir haben das Haus dann längs reingestellt. Und dadurch, dass wir im Bestand bauen, hatten wir halt natürlich das Glück, dass wir uns an die Umgebungsbebauung anpassen mussten oder durften. Und dadurch konnten wir halt die Höhe ausnutzen und konnten so 2 Vollgeschosse plus nochmal einen relativ hohen Kniestock in der 3. Etage haben. Und dann haben wir einfach die Höhe so ein bisschen ausgenutzt und gar nicht so sehr die Fläche. Also wir hatten auch so ein bisschen Bedenken, wie ist es in so einem schmalen Haus zu wohnen, wenn man hört, 5,20 Meter ist es halt hier innen. Dann denkt man immer so, oh, wie lösen wir das, weil wir auch hier jetzt zum Beispiel kein Fenster haben. Aber ich finde, gerade durch das Schmale kann man das Licht einfach optimal nutzen. Wir haben hier die Sonne, die morgens reinkommt, wir haben sie hier, wo sie abends reinkommt und eigentlich ist es den ganzen Tag super hell durch diese 2 großen Fenster, die wir hier geschaffen haben. Also wir haben Massivholzwände, die bestehen also es sind 25 cm dicke Massivholzwände, die werden mit... Das können wir auch zeigen, genau, gell? das können wir auch gucken zeigen. Wir da mal kurz rüber. Genau, also das ist jetzt ein Stück aus unserer Wand. Das ist ein 25 cm Massivholz. Ich glaube, es nennt sich Brettstapelwand. Und zwar sind die verdübelt mit Holzdübeln, also das sieht man hier. Ach, da ist er auch. Genau, die werden hier dann so eingeschossen und die Elemente sind halt einmal horizontal, vertikal und dann diagonal eben aufeinander gestapelt. Dann werden die Dübel durchgeschossen und in der Mitte haben wir eben diesen bisschen dickeren Holzkern. Und so sieht unsere Außenwand aus. Darauf kam dann nochmal eine Holzfaserdämmung von 16 cm und eben dann die Lattung für die Fassade. Genau. Das war uns super wichtig, dass wir einfach einen Raum schaffen, der für uns wohngesund ist, der für unsere Kinder auch möglichst natürliche Materialien mit sich bringt, wo man sich einfach auch gerne bewegt, wo man gern drin ist, wo nichts ausdampft. Und da war das für uns einfach die beste Lösung, weil es eben auch leimfrei verbunden ist. Wir haben zu diesem Fußboden ganz viel Gegenwind bekommen. Und zwar ist das ein Tanne-Fußboden, das sind Tannendielen, die sind raumlang, also tatsächlich diese 5,20 Meter lang. Und ich wollte die gerne haben, weil ich wollte, dass dieser Raum aus einem Guss ist, also als würde man im Wald stehen. Und es wurde uns so oft abgeraten, weil klar, Tanne ist ein Weichholz. Warum legt man sich das auf den Fußboden? Weil man läuft drüber, man geht drüber, die Kinder spielen drauf. Man muss sich halt dessen bewusst sein, aber für uns ist es tatsächlich einfach ein Material, was mit uns lebt und was mit uns altert. Und deswegen ist es okay, wenn da mal was runterfällt, wenn da mal eine Macke reinkommt. Jetzt habt ihr hier eine wunderschöne Küche.
Magst du mal ein bisschen was dazu erzählen? Es war so ein bisschen schwierig, auf diesen 5,20 Meter, die wir ja nur haben, hier irgendwie eine Küche unterzubringen, weil in die Länge konnte man sie ja auch nicht drehen. Ne? Also hier hinten haben wir uns jetzt für raumhohe Einbauschränke entschieden. Das ist einfach super viel Stauraum, weil es sind nur 2,45 Meter. Das Maß ist bewusst so gewählt, dass wir einfach in diesem 60 Zentimeter Raster bleiben. Das ist einmal fürs Auge optisch einfach schöner und zweitens kann man einfach Standardschränke nutzen. Hier vorne haben wir jetzt eine Insel, die ist 1,35 Meter tief, also auch ein bisschen tiefer als so der Standard, aber da haben wir einfach auch wieder die Tiefe ausgenutzt, weil man ja sieht, wir haben hier einfach weniger Platz und wir kochen manchmal auch auf der anderen Seite, also wenn wir es schneiden Kann geschnippelt so. werden auf der anderen Seite. Genau, da kann geschnippelt werden, da können die Kinder gut helfen und hier auf der Seite haben wir dann eben den Herd und das Waschbecken noch. Genau. Ja, und Stauraum halt auch. Stauraum, auf der richtig Seite. viel Stauraum. Super wichtig, hast du uns heute schon ein paar Mal gesagt. Stauraum ist wichtig. Stauraum ist wichtig, gerade wenn man wenig Platz hat, wenn man keinen Keller hat, dann ist einfach der Stauraum, wo Dinge verschwinden können. Also es war bewusst als Kontrast gesetzt. Wir haben erst überlegt, ob wir bei Weiß bleiben, aber irgendwie dachten wir dann so, nee, wir wollen hier so einen kleinen Eyecatcher haben und das war für uns ganz klar die Küche. Es war ursprünglich sogar geplant, hier auch noch die gleichen Materialien zu nehmen, aber wir wollten es da einfach auch bewusst unterbrechen, weil wir gesagt haben, das soll so ein bisschen in den Hintergrund treten. Genau. Ja, genau. Du hast schon gesagt, ihr habt keine Speisekammer, braucht ihr gar nicht. Ja. Hier ist alles drin. Ja. Und es gibt noch eine kleine Info, für was der Schrank noch gut ist hier, ne? Genau, also der Schrank, dadurch, dass unser Haus so lang ist, mussten wir das natürlich aussteifen, weil wir ja genau einfach von der Statik her. Dazu haben wir 2 Stahlträger gebraucht und die sind eben hier in diesen Schränken versteckt. Und dann ein Highlight, muss man ja wirklich sagen. Du hast schon mal, wenn man dir auf Instagram folgt, hat man gesehen, du schläfst ab und zu gerne mal hier ein und machst ein Powernap. Ja. Vielleicht setzen wir uns da immer mal kurz hin. Du hattest gesagt, ihr wolltet das eigentlich gar nicht. Nee, ein Sitzfenster stand nie auf unserer Must-Have-Liste. Also wir hatten dem Architekten eine Liste gemacht, was wollen wir auf jeden Fall, was wollen wir auf gar keinen Fall und was wäre so nice to have. Und es stand nirgendwo ein Sitzfenster. Wir hatten das so nicht auf dem Schirm. Klar, man sieht das immer mal wieder, aber es war für uns so, nutzt man das überhaupt? Und auf der Seite war tatsächlich ursprünglich das gleiche Fenster wie da drüben geplant. Also einfach ein bodentiefes mit einer Öffnung. Und dann haben wir uns dann irgendwann überlegt, so, also wir haben da nicht mehr viel Grundstück, die Terrasse wird da nicht weitergehen, nutzen wir diese Tür wirklich? Dann haben wir gesagt, nee, also hier wäre eigentlich der perfekte Platz für so ein Sitzfenster, lass uns das einfach machen. Und der Architekt hat es dann umgesetzt und es ist mittlerweile echt unser Lieblingsplatz geworden. Also wir lieben dieses Sitzfenster total. Also einmal, weil es auch einfach Stauraum bietet für alles Mögliche, was man so im täglichen Leben braucht. Aber halt einfach auch, um hier zu sitzen oder wenn man viel Besuch hat, dann stellen wir hier noch einen Tisch hin, dann hat man nochmal eine komplette Sitzmöglichkeit. Stimmt. Und hat den Raum einfach optimal genutzt. Ja, super. Ja. Also er hat das auch überall berücksichtigt. Also eben zum Beispiel mit diesem Schrank hier, der zum einen die Treppe verdeckt. Kannst du noch mal kurz zeigen, wenn wir dürfen? Zum anderen haben wir hier auch nochmal unter der Treppe den kompletten Stauraum, den wir nutzen können. Aber auch so Dinge wie, dass man eben die Küchennische genauso macht, dass es ins Raster passt. Auf der anderen Seite auch Standardmaße für eine Garderobe. Lass mal noch ganz kurz vielleicht zu eurem Kamin gehen. Also unser Heizkonzept, wir haben zum einen den Ofen, den nutzen wir ganz viel in der Übergangszeit und auch an so richtig kalten Tagen. Das ist ein Speicherofen. Das heißt, der hat eine geringe Leistung, aber eine ganz hohe Speicherkapazität. Der ist fast 10, 11 Stunden warm, weil Holz einfach auch Wärme speichert ganz viel und eben abgibt. Und zusätzlich zu dem Ofen haben wir uns mal wieder gegen was Klassisches entschieden und haben uns für Infrarotpaneele entschieden. Das heißt, wir haben keine Zentralheizung, sondern wir haben einzeln ansteuerbare Infrarotpaneele. Hier. Lass uns doch direkt mal einen zeigen, oder? Genau. Dann würde ich sagen, wandern wir mal ganz kurz hin. Die sind ja hier überall verteilt. Genau. Und jetzt wird der oder die eine oder andere sagen, das ist ein Wandbild. Nein, es ist eine Infrarot-Wandheizung. Genau, es ist tatsächlich eine Infrarotheizung. Die kann man sich auch bedrucken lassen mit Bildern. Wir haben ganz verschiedene Varianten. Das wäre jetzt eine, die bedruckt ist mit einem Bild. Und diese Infrarotheizungen, die nutzen wir tatsächlich an sehr kalten Tagen. Also die gehen automatisch an, das ist automatisiert bei uns.
Und die gehen dann automatisch an und geben einfach nochmal so eine zusätzliche Strahlungswärme. Und man muss da ja so ein bisschen wissen, Strahlungswärme ist ja ein bisschen anders als diese Konvektionswärme, die man hat. Und die Wärme, die abgeben, die wird überall gespeichert in dem ganzen Holz. Und das gibt es einfach über einen langen Zeitraum wieder ab. Es ist ja auch nicht so, dass diese jetzt stundenlang laufen, sondern die laufen immer, bis die Raumtemperatur über eine bestimmte Gradzahl kommt und dann gehen die automatisch wieder aus. Und das Ganze läuft eben mit Strom und ihr habt eben die PV-Anlage auf dem Dach. Genau, wir haben 24 kW Peak auf dem Dach, also wir haben wirklich das ganze Dach voll gemacht mit PV, weil auch da wieder so dieser Nachhaltigkeitsgedanke, dieser grüne Strom, den wir selber produzieren und größtenteils auch nutzen. Genau, wir haben das ganze Dach voll mit PV. Und wir haben noch einen Speicher mit 15 Kilowattstunden. Achso, und vielleicht können wir noch hier ganz kurz vorbeilaufen. Das ist auch eine Infrarot-Wandheizung und die hat was Besonderes, das ist nämlich wie eine Tafel. Gell? Genau, die kann man beschriften, die haben wir einmal hier und wir haben sie bei den Kindern, die nutzen das auch gerne und viel, dass die da drauf rummalen mit Kreide und eben dann wieder abwischen können. Und das ist jetzt noch unsere Übergangslösung, die wir halt einfach aus dem alten Haus mitgenommen haben. Aber auch hier war die Überlegung, einfach einen Einbauschrank reinzumachen, um die Fläche wieder optimal zu nutzen. Das ist ja die Rückseite von der Küche in dem Sinn. Und wir wollten auch hier wieder das Thema Holz aufgreifen und haben dann führen dieses Holz oder diesen Gedanke von der Wand hier wieder weiter und hier kommt ein großer Schrank mit flächenbündigen Schiebetüren rein. Also jetzt habe ich es gerade gesehen, jetzt stehen wir hier gerade, wir haben ja gerade von der Automatisierung gesprochen. Ihr habt euch gedacht, naja, wir machen Wohnen gesund und bauen gesund und alles, aber auf die Technik und den Fortschritt in dem Bereich wollen wir trotzdem nicht verzichten. Ist ja jetzt nicht ganz üblich, gell? Das stimmt. Eigentlich hat man da ja eher so zwei Lager, dass man sagt, okay, wenn wir wohngesund und nachhaltig bauen, dann passt irgendwie so diese ganze Elektrik nicht ins Konzept. Man muss dazu sagen, dass mein Mann da wahnsinnig interessiert ist an der Sache und für mich oder für uns sich dieser Automatisierungsgedanke und das Wohngesunde gar nicht ausschließt, auch das Nachhaltige. Wir haben verschiedene Automatisierungen, die uns eben auch dabei helfen, Strom zu sparen. Die ganze Technik muss trotzdem irgendwo hin, aber dass es doch nicht so viel ist, sieht man bei euch. Hier ist euer Technikraum und der ist gar nicht so groß. Ich glaube, knapp 6 Quadratmeter. Genau. Ist aber alles drin. Vielleicht können wir einmal so ein bisschen reingucken. Genau, also dadurch, dass wir ja keine Zentralheizung haben, haben wir ja kein großes Heizungsgerät im Technikraum und dementsprechend haben wir hier jetzt Waschmaschine und den Warmwasseraufbereiter und um die Ecke sind dann noch Wechselrichter, Stromspeicher und die ganzen Stromsachen. Da haben wir dann hier unser Gästebad im Untergeschoss mit einer Dusche und eben einem WC. Hat auch ungefähr die gleiche Größe wie der Technikraum, also ungefähr 6 Quadratmeter. Okay, aber wirkt auch schon wieder viel größer irgendwie, ne? Und ihr habt euch hier bewusst auch noch für eine Dusche entschieden. Ist das so ein bisschen auch für später gedacht, wenn man hier nicht mehr barrierefrei die Treppe hoch oder wie ist da der Hintergrund? Eher nicht. Also die Dusche ist tatsächlich einfach geplant, weil wir zu viert sind und wir haben keine Badewanne. Bewusst nicht geplant und dementsprechend haben wir gesagt, okay, wenn die Kinder dann größer werden, brauchen wir vielleicht eine zweite Dusche. Wir müssen dazu sagen, wir haben unser Haus gar nicht so sehr in die Zukunft geplant. Also natürlich, es kann immer was passieren und toi toi toi, das hofft man natürlich nicht, dass das bei irgendjemandem passiert. Aber das ist jetzt kein Haus, wo wir sagen, da werden wir ewig sein, weil dann hätten wir es komplett anders planen müssen. Und diese ganzen Optionen, die kann ich nicht alle abdecken mit meinem Haus, weil sonst muss ich so groß planen und so umfangreich alle Eventualitäten durchdenken, dass wir gesagt haben, wir planen das jetzt so und wenn wir bis ins Alter hier leben können, ist es voll super. Vielleicht kann man es mit einem Anbau irgendwann lösen oder. Aber das ist alles Zukunftsmusik und das sind alles Szenarien, die wir jetzt gar nicht abdecken wollten. Ja, dieses Farbkonzept würde ich ganz gerne noch einmal ansprechen, Caro. Ich muss sagen, mit goldenen Armaturen habe ich jetzt auf den ersten Blick nicht gerechnet. Ich finde es wunderschön. Aber wie kam es zu der Gestaltung da? Also tatsächlich haben wir das von einem Planer machen lassen, das Bad. Ich hatte mir was komplett anderes vorgestellt, wie so oft, was halt gerade so Trend ist und er meinte dann so, nee, also es müssen auf jeden Fall dieselben Fliesen sein wie im Flur, dass der Gast eben auch das Gefühl hat, er ist hier noch zu Gast und es gibt keine Grenze, die er jetzt hiermit überschreitet. Und dann wollten wir so in dem ganzen Raum ein bisschen das Hotel-Feeling einfach aufnehmen mit diesen dunklen, gedeckten Tönen. Ich finde auch, das passt super zu dem hellen Holz, beziehungsweise hier zu dem Eichenholz.
Dann bin ich gespannt, Caro, wie es oben weitergeht. Da habt ihr ja auch noch ein paar Zimmer. Ja, genau. Gucken wir mal Dann hin. gehen wir mal hoch. So, erstes OG. Also was man natürlich sofort sieht, ist es wahnsinnig hoch und wahnsinnig hell. Also wir haben natürlich dieses schmale Haus, was wir irgendwie nutzen möchten oder müssen. Habe ja vorher schon erwähnt, dass wir dann in die Höhe gegangen sind. Und hier haben wir auch bewusst gesagt, wir nutzen die Höhe komplett bis oben aus, dass wir einfach hier so einen offenen Raum haben. Das ist zwar kein Aufenthaltsraum, aber ich finde es trotzdem schön, wenn man hier durchgeht und einfach diese Offenheit spürt und sieht. Und dementsprechend haben wir uns aber hier innen jetzt für Holzständerwände mit einer Holzfaserdämmung entschieden, weil wir einfach gesagt haben, das Holz auf beiden Seiten in diesem schmalen Flur wäre einfach auch drückend geworden, zu viel. Wir haben es immer aufgelockert mit den Türen, die ja auch wieder diese vertikalen Elemente von den Wänden aufnehmen. Ja. Was natürlich sofort hier auch ins Auge sticht, da sind ja so Bubbles an der Wand. Genau. Wie kam es denn dazu? Genau, also das ist mal wieder so eine kleine Sonderlösung von uns. Wir haben diese Lampen gesehen und wollten die unbedingt haben. Und das sind Gipsformen, die auf den Holzständer aufgesetzt werden und dann komplett vom Maler eingeputzt und gestrichen werden. Genau, da hängt eine kleine LED dran hier, die kann man auch einfach rausziehen, die ist magnetisch. Das heißt, wenn da irgendwas kaputt geht, kann man es einfach austauschen. Super. Und muss nicht die komplette Lampe wieder raussägen. Das ist natürlich was man von Anfang an bei der Planung berücksichtigen muss. Uns ist es ein bisschen spät eingefallen, dass wir das gerne haben wollen würden und dementsprechend mussten wir zum Beispiel an der Stelle hier und auch unten den Ständer nochmal ändern, weil hier einfach mittig dieser Träger durchging. Das heißt, wir mussten den nochmal versetzen, da mussten die Zimmerleute nochmal anrücken. Das Ergebnis ist einfach richtig toll. Also richtig super nachts, wenn es dann nur gedimmt angeht, wenn jemand auf Toilette geht. Mit Bewegungsmelder dann? Genau, mit Bewegungsmeldern unter den Betten. Das heißt, sobald jemand das Bett verlässt, gehen die, also wir können sogar steuern, je nachdem welches Kind, ne, also gehen die hier einfach gedimmt bis ins Bad und auch im Bad schon in der Toilette. Da ist da oben noch so ein Türchen, da wohnt nicht der Kuckuck, nee. Sondern das ist auch nochmal eine Lösung von euch für Stauraum. Genau, das ist eine unserer Stauraumlösungen, weil wir natürlich keinen Keller haben, brauchen wir irgendwo trotzdem Platz für Ski, für Saisonklamotten, für was man halt alles so hat bei einem Haushalt mit 2 Kindern. Wer kennt es nicht, genau. Und da haben wir einfach gesagt, wir machen einmal über dem Arbeitszimmer zu, einfach wegen der Akustik im Arbeitszimmer, dass das nicht so hoch ist und nicht so halt. Und dann auf der anderen Seite haben wir es entsprechend über dem Bad auch nochmal verschlossen. Im Bad ist es eher so das Thema Heizen, weil wenn wir da einen Raum hätten, der bis oben aufgeht, würde uns die ganze Wärme nach oben verschwinden sozusagen. Jetzt schauen wir mal hier rein und da verbirgt sich einmal ein Durchgangsbüro und dahinter euer Schlafzimmer. Genau. Bitte. Ja, liebe Hausbauhelden, ist euch vielleicht schon aufgefallen, in dieser Roomtour kommt ein Heizsystem zum Einsatz, das sich wirklich stimmig dem natürlichen Wohnkonzept anpasst. Die Infrarotheizungen von unserem Partner Haller aus Riedlingen. Mit über 20 Jahren Erfahrung entstehen im Familienbetrieb in Oberschwaben hochwertige Infrarotheizungen, die sich seit vielen Jahren als vollwertiges Heizsystem im Neu- und Altbau bewähren. Die Wärme fühlt sich besonders angenehm an. Es handelt sich um Strahlungswärme, die den Sonnenstrahlen nachempfunden ist und für ein gesundes Raumklima sorgt. Die Elegance Bio-Infrarotheizung ist komplett wartungsfrei und frei von chemischen Zusätzen, denn Haller legt großen Wert auf Wohngesundheit. Wie wir in dieser Tour gut sehen können, fügen sich die Heizungen unauffällig ins Wohnkonzept ein. Dezent in Weiß, als Kontrast zum hellen Holz in Anthrazit oder als individuelles Designelement mit Bildmotiv. Haller Infrarotheizungen. Wärme zum Wohlfühlen. Für mehr Infos schaut rein auf www.haller-infrarot.com. So, das ist jetzt auch eine ungewöhnliche Lösung. Genau, ne? Es ist eine ungewöhnliche Lösung. Bei uns, wir haben wirklich geguckt, dass wir Quadratmeter einsparen. Klar, bauen ist teuer, gar keine Frage. Je weniger Quadratmeter ich baue, umso günstiger wird mein Haus. Und dadurch, dass wir einfach viel Wert auf diese natürlichen Materialien gelegt haben, konnten wir so
ins Material investieren. Und das ist so ein Resultat daraus, dass wir kein zusätzliches Arbeitszimmer haben, sondern uns wirklich eine Arbeitsnische gemacht haben. Das ist jetzt auch noch nicht die Endlösung, aber hier kommt langfristig dann auch ein großer Schreibtisch hin, wo man einfach, wenn man im Homeoffice ist oder auch so mal arbeiten kann. So, und wenn du dann fertig gearbeitet hast und fix und fertig bist mit deinem Arbeitstag, dann kannst du praktisch direkt hier in euer Bett fallen. Genau. So, erzähl noch ein bisschen was. Das ist auch Wahnsinn, wie hoch. Hier sieht man es dadurch, dass man die komplette Breite hier hat, auch noch mal, wie hoch das tatsächlich ist. Genau. Also das ist unser Schlafzimmer. Auch hier haben wir die komplette Höhe ausgenutzt, weil wir einfach gesagt haben, das soll ein offener, ein heller Raum werden. Man sieht es ja auch, wir haben hier ein bodentiefes Fenster und nochmal ein zweites Fenster, um viel Licht reinzulassen. Und genau. Der perfekte Ausblick. Hier wachst du auf und guckst und hast einfach diesen Wahnsinnsblick hier in die Natur, oder? Auf die Alpen, wenn man sie sieht. Wenn es schöneres Wetter ist als heute, sieht man die Alpen. Deswegen haben wir uns hier auch nicht für einen klassischen französischen Balkon entschieden, sondern wirklich für so eine Glasbrüstung, dass wir da einfach das ganze Fenster nutzen können. Hinter dir geht der Kamin, das Kaminrohr noch hoch. Genau. Das lässt sich natürlich nicht vermeiden. Genau. Und hier in dem Bereich, da habt ihr gesagt, da findet Planung statt, da wird sich auch was verändern. Genau, da wird sich auf jeden Fall was verändern. Auch hier haben wir wieder so eine schöne große Stauraumsituation geplant mit einem Schrank, der hier einmal komplett über die ganze Seite und auch hier über Eck mit einem Sideboard weitergehen wird und auch eben oben bis zur Decke perspektivisch, dass wir auch hier nochmal ganz viel Stauraum schaffen. Dann habt ihr direkt den Nachwuchs in Kontrolle, direkt ums Eck, da sind nämlich die Kinderzimmer. Schauen wir doch da als nächstes mal hin. Wow. Ja, schön groß. Wie viele Quadratmeter habt ihr? Das sind 12 Quadratmeter. Wird auch schon wieder größer, ne? Genau, ich finde, es wirkt sehr groß, es wirkt sehr hell. Wir haben optional oben noch die zweite Ebene mit nochmal 8 Quadratmetern. Das heißt, wir können, und das werden wir jetzt zeitnah auch tun, das ganze Zimmer nochmal erweitern, sodass wir unten hier jetzt in dem Fall einen Spielbereich schaffen und oben nochmal einen Schlafbereich. So, und Kind 2? Kind 2 ist direkt nebenan. Genau, ist aber hier. Auch hier haben wir wieder 12 Quadratmeter. Uns war es total wichtig, dass die Kinder einfach gleich große Zimmer auf kriegen. Den Quadratzentimeter auf hast du den gesagt. Quadratzentimeter, genau. Auch oben wieder mit der zweiten Ebene. Hier wird ein Spielbereich oben entstehen, weil einfach dieses Kind gern unten schlafen möchte. Das hat es uns so gesagt. Das heißt, wir machen nach oben, kommen hier diese ganzen Lego-Kisten und dann verschwinden die und produzieren kein optisches Chaos mehr hier unten. Und dann kann er oben schalten und walten, wie er möchte. Und hier unten ist dann eben so der Ruhebereich, wo er dann schlafen kann. Und dann habt ihr noch das große Bad. Genau. Da kann man dann auch noch schauen. Hier haben wir eben wieder diese normale Raumhöhe, eben diese 2,45 Meter sind das in unserem Fall, dass wir einfach die Wärme hier im Raum halten können. Und es ist auch super angenehm. Auch hier haben wir wieder eine Infrarotheizung. Genau. Das ist diesmal eine weiße, die verschwindet hier einfach. Es wird richtig unsichtbar. Genau, die wird einfach unsichtbar, wobei wir hier zusätzlich tatsächlich noch eine elektrische Fußbodenheizung verbaut haben. Okay. Genau. Ah ja. Gerade so in dem Bereich, wo man sich morgens dann aufhält, ist es doch immer ganz nett, wenn es von unten auf den Fliesen warm wird. Ja, also ihr habt jetzt hier, wenn man reinkommt, läuft man zu auf euren großen Waschtisch. Natürlich auch wieder haben wir hier Holz. Genau. Ja, genau, also wunderschön. Passt alles wieder. Da beim Spiegel, da nehme ich an, da wird noch ein bisschen was kommen. Genau. Da fehlt noch, was da fehlt noch diese Dichtung oder was? Flächen, da kommt noch eine Leiste. Kommt noch eine Leiste drumherum, genau. Ja. Und hier habt ihr, das lieben alle. Ja, genau. Das ist noch nicht in Betrieb, aber kommt dann. Genau, also das ist unser Wäscheschacht. Da kann man von hier einmal die Wäsche runter in den Technikraum werfen. Da kommt dann unten noch ein Schrank hin mit einem Wäschesortiersystem. Und dann kann man das da einfach verschwinden lassen. Dann habt ihr auf dem Bereich hier, da habt ihr dann die Toilette. Das ist praktisch so eine Teewand. Ja, genau. Ja, im Grunde, man hat halt seine Ruhe, ja, und man hat aber auch Ausblick. Genau, man hat Ausblick. Und auf der anderen Seite vom Tee habt ihr die Dusche. Und das ist jetzt ganz spannend, vielleicht gehst du mal rein, denn das haben wir noch nicht erwähnt, durch die spannende Situation des Grundstücks habt ihr ja nicht so wirklich einen rechten Winkel hier, ne?
Genau, wir haben hier keinen rechten Winkel, sondern hier ist eben dieser spitze Winkel. Wir haben das Grundstück bzw. das Baufenster so weit wie es geht ausgenutzt und das generiert eben diesen spitzen Winkel. Und da gibt es auch eine lustige Geschichte dazu, weil der Architekt kam mit seinem ersten Entwurf und legte uns den so hin und sagte so, naja, ich habe da was gemacht, ich weiß nicht, ob euch das gefällt. Und wir haben es aufgeschlagen und sagen, wow, voll cool. Und dementsprechend haben wir hier jetzt diesen spitzen Winkel und haben hier einfach dann eine Sitzbank. So, und dann werdet ihr hier ab und zu mal gefragt, glaube ich. Hier ist so ein Eck. Genau. So, was hat es denn damit auf sich? Zum einen ist es natürlich unten, dass die Treppe optisch, dass das alles passt. Ursprünglich war hier mal geplant, dass da eine Waschmaschine stehen könnte. Die Entscheidung haben wir jetzt aber revidiert und da wird jetzt einfach ein Wandschrank hinkommen, wo dann so Sachen wie die Leiter, die eben für den Dachboden ist, dann drin verschwinden können, dass die dann auch weg ist. So, und dann haben wir noch, also hier ist es auch noch nicht fertig und wir haben an der anderen Seite ist auch noch nicht fertig. Da kommt nämlich noch was hin. Das darfst du jetzt das mal ganz kurz noch zeigen. Da bin ich nämlich gespannt. Genau, also hier drüben, wie man sieht, ist die Ständerwand noch nicht verschlossen. Und das ist nicht, weil wir so ein super riesengroßes Bad haben wollen, sondern hier ist perspektivisch eine Sauna geplant. Oh. Das war uns ganz wichtig, dass wir eine Sauna haben und die wurde hier von Anfang an eingeplant. Das heißt, hier auf der Höhe wird dann eine Wand, wir wissen noch nicht, wie genau das gestaltet wird, mit Glas oder nochmal mit Holz, das müssen wir uns noch überlegen, hinkommen und dann wird das so unsere Sauna-Nische, Sauna-Ecke werden. Dadurch, dass wir Massivholzwände haben, können wir diese 2 Wände, so wie sie sind, einfach auch für die Sauna nutzen. Das heißt, da muss nichts mehr davor, sondern die können wir einfach nutzen und brauchen eigentlich nur hier diese 3. Wand, die jetzt noch dann mit Holz verkleidet wird. Dann lass uns doch noch mal kurz in den Flur gehen. Ich hätte nämlich noch mal eine Frage. Und zwar zum Thema, bleibt das viele Holz denn eigentlich vom Farbton so, wie es jetzt ist? Oder ist das irgendwie, muss man da auf irgendwas achten? Das ist eine super spannende Frage, mit der wir uns tatsächlich auch beschäftigt haben, weil gerade Fichte, wenn das anfeuert, dann wird es ja so gelblich. Und das war sowas, wo wir uns gar nicht mit anfreunden konnten, weil wir einfach gesagt haben, okay, dieser Gelbstich, der macht es dann irgendwie schon wieder weniger modern. Ja. Und dann haben wir lange überlegt, seifen wir die Wände, laugen wir sie, dass sie einen Weißstich bekommen und haben dann hin und her und recherchiert und wir sind dann auf einen UV-Schutz gestoßen, den man relativ einfach aufbringen kann. Also wie Wasser ist auch ökologisch. Den haben wir im ganzen Haus gestrichen, das heißt, die dunkeln nicht nach. Man kann das sehr schön im Kinderzimmer tatsächlich sehen. Wenn man hier mal schaut, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das passiert ist, wahrscheinlich im Baustress, aber man sieht hier den Unterschied. Also hier oben habe ich gestrichen, hier unten habe ich nehme es auch auf meine Kappe, hier unten habe ich es vergessen. Ich kann nicht sagen, warum, aber hier sieht man schon den Unterschied ganz deutlich. Also so wäre die Wand, wenn wir jetzt nichts getan hätten und so ist sie eben mit dem UV-Schutz. Wow. Übrigens, also wir werden super oft nach unseren Türen gefragt und auch hier, wie man sieht, haben wir es wieder vertikal genutzt, dass einfach nochmal so das Holz aufnimmt. Die Türen, die haben wir tatsächlich von einem Schreiner machen lassen. Das ist ein ganz kleiner, lokaler Ein-Mann-Betrieb. Wir haben ewig gesucht, bis wir Türen gefunden haben. Ich war mit nichts zufrieden. Der Termin beim Türenhersteller war schlimmer als alle anderen Bemusterungstermine zusammen. Und dann haben wir tatsächlich bei einem Schreiner nachgefragt und haben uns die dann aus eben wieder massiver Fichte machen lassen und einbauen. Das sind auch flächenbündige Türen oder halt nicht flächenbündig, stumpf einschlagende Türen, genau. Und mit denen sind wir tatsächlich total happy. Super. Caro, ich muss sagen, ich bin total beeindruckt, weil ihr habt euren Weg gemacht und ihr habt hier so ein ganz individuelles Traumhaus euch hingestellt. Und ich finde deine Message einfach mega cool, dass du sagst, ich bin halt auch mal dagegen. Ich will es halt in meinem Stil machen. Ich will danach drin wohnen und zufrieden sein. Und wenn ihr mir es alles sagt, dass es anders gehört, dann mache ich es trotzdem so. Wenn ihr noch mehr über dieses Haus und über diese mutige Frau wissen wollt, dann haben wir wie immer noch einen Link mit mehr Infos in unserer Videobeschreibung. Ja, und ansonsten gilt, wenn euch das Video gefallen hat und die Caro euch gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da, abonniert den Kanal und im Optimalfall aktiviert ihr noch die Glocke, dann verpasst ihr auch keins unserer Videos mehr.